Hallo liebe Zuschauer, heute greife ich das Thema auf, was alljährlich ansteht, die Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Hallo liebe Zuschauer, heute geht es um das alljährliche Thema Aufenthaltsgenehmigung und die Änderungen, die immer wieder auftreten. Ja, hier noch ein kurzes Wort zu denjenigen, die aus dem Ausland kommen. Die haben ja ein Visum. Das ist ein kleiner Unterschied. Die haben ein Visum und die haben dann auch so ein schönes Siegel da drin. Im Pass ist dann eingeklebt. Bei denjenigen, die so etwas drin haben, dieses ist nicht nur ein Jahr gültig, sondern sogar 2 Jahre gültig, wenn man vor dem Ablauf des Visums Thailand verlässt und man kommt dann wieder rein. Dann seht ihr, dann bekommt man so einen Stempel hier in seinen Pass rein. In dem Fall war das in 2016, das wird dann durchgestrichen mit dem Kugelschreiber. Und dann wird dann 2017 war das dann eingetragen und eine kleine Kringel, eine Unterschrift wohl von dem und das war's. Habe ich auch nicht glauben wollen. Ich war auch zur Immigration gegangen und habe mir das bestätigen lassen, dass dann das Visum um ein Jahr automatisch verlängert wird. Aber heute sprechen wir das Thema Aufenthaltsgenehmigung an. Das heißt also, du bist schon 1 oder 2 Jahre hier im Land und dann brauchst du dann vor Ablauf eine Verlängerung deiner Aufenthaltsgenehmigung. Aber viele, viele Monate vorher musst du schon was machen. Mindestens 4 bis 5 Monate vorher musst du deine Rentenanstalten anschreiben, dass du ein Schreiben bekommst von denen mit der Bestätigung, dass du auf lebenslang deine Rente bekommst. Am besten ist auch noch ein Kontoauszug von der letzten Überweisung dabei zu tun und das Ganze schickt er dann zum Honorarkonsul. Ich glaube 3 Stück haben wir hier im Land. Ich würde sie mal unter dem Film notieren, die Anschriften. Und dann bekommt ihr rückwirkend so ein Schreiben von dem. Ihr dürft nicht vergessen, den Rückumschlag frankiert mit reinzulegen und Geld. In dem Fall war das 1300, 1400, ich glaube jetzt dieses Jahr 1500 Baht. Müsst ihr also dabei legen bei dem Brief mit dem Rückumschlag, mit all euren Dokumenten von den Rentenanstalten, also wo er regelmäßig jeden Monat Geld bekommt. Das schickt er, wie schon gesagt, zum Honorarkonsul, der übersetzt das in Thai bzw. in Englisch und der rechnet dann auch aus, wie viel das ist in Baht. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja einige, ich zum Beispiel auch, ich kann das also nicht erfüllen. Ich glaube 65.000 sind das, die muss man jeden Monat haben. Wenn man da ein bisschen drunter ist, muss man also einen Nachweis haben, dass man wieder auf die 800.000 kommt. Ja, das ist ein leidiges Thema immer. Also man muss hier in Thailand 800.000 Baht nachweisen. Entweder hat man die Cash auf dem Konto liegen, das sind ja 24.000 Euro etwa, oder man hat die als Rente komplett, also dann ist man ungefähr auf 65.000 Baht. Wenn man die nicht erreicht, dann ist das eine Kombination mit dem, was auf dem Konto drauf ist. Ich finde, das ist die beste Lösung, weil nämlich die 800.000 auf dem Konto liegen zu haben, das ist also für diejenigen, die viel Geld haben und auf 24.000 Euro verzichten können, nämlich da kommt man so nicht mehr dran. Man kann zwar, glaube ich, nach 3 Monaten auf 400.000 das reduzieren, aber 3 Monate vorher muss man dann wieder die 800.000 drauf haben. So, also in meinem Fall ist es, und das wird wahrscheinlich bei den meisten bei euch sein, dass ihr also noch ein Konto, ein eigenes Konto erstellt bei eurer Bank, wo denn der Restbetrag draufkommt. Und da müsst ihr jetzt also darauf achten, dass genügend drauf ist. So, hier verlinke ich mal zu einem Film von mir, wie viel Rente braucht man hier in Thailand. Das ist eine Excel-Tabelle und dann wird das also schön automatisch ausgerechnet von den Einkünften und wie viel man denn auf dem Konto haben muss.
Da muss man dann aber auch eine Sicherheit drin haben, weil der Wechselkurs ja schwankt. Ich hatte das einmal gehabt, da war der Wechselkurs in den Keller marschiert und ich hatte nicht genügend Geld drauf und dann musste ich das Land verlassen, ein Touristenvisum beantragen im Ausland. Dann hatte ich ja wieder für 3 Monate, konnte ich hier denn dieses Geld auf dem Konto haben. Also da müsst ihr also aufpassen, dass ihr genügend drauf habt. Wir hatten ja vor 4 Jahren mal 32,6 Wechselkurs und nimmt den mal und dann habt ihr eben halt dieses Geld zu den 800.000 auf diesem Konto. Dieses Konto muss mindestens 3 Monate vorher befüllt sein, um auf die 800.000 zu kommen. Ja, und dann steht es also an, ihr müsst zur Immigration. So, hier habe ich mal ein Formblatt, das ist also von Samui. Alles das, was man haben muss, wie ich in den letzten Filmen schon mitbekommen habe, ist das unterschiedlich in den einzelnen Immigration-Büros. Ich kann also jetzt nur davon ausgehen, was hier auf Samui ist. Das habe ich also jetzt vor kurzem erst bekommen. Und ich habe letzte Woche auch meine Aufenthaltsgenehmigung beantragt und alle Papiere waren in Ordnung. Und daher kann ich jetzt davon ausgehen, dass ich in einer Woche meine Aufenthaltsgenehmigung bekomme. Leider kann ich jetzt diese Auflistung nicht unter meinen Film drunter bringen, aber da ist eine Auflistung darunter nochmal mit den ganzen Punkten, die man erfüllen muss, um eben halt die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. So, das erste, ja, und dann bekommt ihr ja von der Immigration 1, 2, 3, also einige Seiten, Formblätter, die ihr dann ausfüllen müsst. So, das ist als gleich das erste, das TM7, Vorderseite. Das sind die persönlichen Angaben. Also hier in dem Fall ist das Koh Samui. Wir gehen mal alles in Ruhe durch, damit ihr da gar nichts falsch macht. Da kommt also Koh Samui als Wohnort, das Datum kommt dann drauf, euer Name, Familienname, Vorname, wie alt ihr seid, wann ihr geboren seid, woher ihr kommt, also von dem Ort, und ihr seid Deutsche oder Österreicher oder Schweizer. Dann kommt die Passnummer noch rein und wann der ausgestellt worden ist. Dann kommen Angaben über im Pass Travel Documents, also Einreisedokumente, die da also drin sind, und welches Visum ihr gehabt habt, als ihr nach hier gekommen seid. Das ist also ganz wichtig. Übrigens, das geht jetzt hier nur um das OA-Visum. Da gibt es also Unterschiede. Werde ich aber nachher nochmal ganz kurz angeben. Ja, und wie lang der Pass eben halt gültig ist. Und dann kommt auch dazu, wie ihr nach hier gekommen seid, also mit dem Flugzeug oder ob ihr mit dem Schiff nach hier gekommen seid, muss dann da ausgeführt werden, die Flugnummer und wann das gewesen ist. Und ihr wollt 365 Tage ja hier sein. Und das Ganze ist retired, also für die Rentner, und das Ganze muss unterschrieben werden. So, da haben wir die Vorderseite davon und dann haben wir hier noch die Rückseite. Da kommt also eure Adresse oben rein, euer Name wieder, Adresse nochmal, Koh Samui in dem Fall und Suratani in der Provinz, wo ich lebe. Und wieder unterschreiben, ganz, ganz wichtig. Und ein Passfoto kommt da rein, was nicht älter ist als 6 Monate. Das muss reingeklebt werden. Ich habe das schon mal reingetackert, da ist die bald ausgeflippt. Auch, also einkleben. Die Dokumente werden nicht gelocht. Da wollte die eine ja schon mal meine Unterlagen gar nicht annehmen, weil die gelocht waren. Also ein Tabu ist das. Dann kommt noch mal die nächste Seite. Das geht also darum, dass er also das beantragt, die Aufenthaltsgenehmigung. Da kommt euer Name rein, euer Alter und Unterschrift nicht vergessen. Das ist das Dokument TM2. Dann ist dieses Jahr ein ganz neues Formular dazugekommen. Da werdet ihr also darauf hingewiesen.
was los ist mit Overstay, dass man also 5 Jahre oder mehr, dann bekommt man auch einen schwarzen Stempel rein und man muss das Land verlassen. Hier steht, dann darf man die nächsten 10 Jahre auch nicht mehr nach Thailand rein. Da müsst ihr eben halt da oben den Wohnort ausfüllen, das Datum, euer Name, wie alt ihr seid und welche Staatsangehörigkeit und Passnummer kommt rein und das müsst ihr ebenfalls unterschreiben. Ist jedenfalls hier in Samui. So, dann kommt eine ganze Ecke an Kopien von euren Ausweis. Da ist einmal die Vorderseite, die normale, eine Kopie und alles muss unterschrieben werden. Also nochmal unterschreiben die ganzen Kopien. Dann kommt eine Kopie, wo Departure Card, ihr habt ja in eurem Ausweis die kleine Karte, als ihr hier angekommen seid, die muss kopiert werden. Dann euer Visum, hier hatte ich eins von 2018, das muss kopiert werden. Ja, da ist noch was dazwischen, oder? Nee. Dann habe ich hier noch ein Visum von 2014. Das muss kopiert werden. Dann die letzte Aufenthaltsgenehmigung. Da muss eine Kopie von erstellt werden. Dann habt ihr so den Pass durchkopiert. Ja, dann geht es darum, ihr müsst zu eurer Bank gehen, auch diejenigen, die 800.000 drauf haben. Ihr müsst einen Auszug haben, einen beglaubigten Auszug von eurer Bank von den letzten 3 Monaten, was sich da getan hat. Das kostet 200 Baht, bei der Kasicon zumindest. Und wie ich schon gesagt habe, das sollte ein eigenes Konto auch sein, damit die Bankbewegungen oder die Kontobewegungen da auch nachvollziehbar sind. So, dann braucht ihr, also das bekommt ihr von der Bank. Dann müsst ihr eine Kopie machen von der ersten Seite von eurem Bankbuch. Und dann müsst ihr eine Einzahlung vornehmen an dem Tag, so wollen die da zumindest hier auf Samui, das war ganz neu. Ich sollte da Geld einzahlen, damit sie auch sehen, dass also am heutigen Tag auch dieses Geld noch vorhanden ist. War ein bisschen bizarr, also das, was die Bank mir da ausgestellt hat, war wohl nicht glaubwürdig, aber das ist eben halt so. Die Immigration hat immer recht. So, und da müsst ihr eine Kopie haben, anschließend von eurem Bankbuch mit den Bewegungen von den letzten 12 Monaten drauf. Und alle diese Kopien, die Kopien hier müssen von euch abgezeichnet sein. So, dann habt ihr das mit der Bank schon mal erledigt. Dann möchten die natürlich wissen, wo ihr wohnt. Da müsst ihr von Google Maps so einen Ausdruck euch machen. Da kommt dann ein Pfeil drauf zu eurem Haus und da ist ja auch die Koordinatennummer ist da drauf, damit man euch auch findet. Das muss dabei, auch unterschrieben. Des Weiteren müsst ihr zu einem Krankenhaus gehen, dann lasst ihr euch von einem Arzt untersuchen, dann sagt er einfach, das für die Immigration, dann wissen die schon, da wird nichts Großartiges gemacht. Zumindest zu dem Krankenhaus, wo ich gehe. Das hat auch nur 250 Baht gekostet. Ich weiß ein anderes Krankenhaus, die wollten knapp 1000 Baht haben. Die hatten dann noch eine Lungenröntgenaufnahme dabei, aber die brauchte ich nicht, weil ich jetzt vor ein paar Monaten erst geröntgt worden bin. Ja, dann steht soweit alles drin, dass ihr gesund seid und bitte da auch nicht vergessen, das zu unterschreiben. So, für das OA-Visum braucht man schon seit 1,5 Jahren also eine Versicherungspolice, die mit der Immigration zusammenarbeitet. Wir haben hier 15, 16 Versicherungen in Thailand, die mit den Immigration zusammenarbeiten. Dann bekommt ihr auch einen Auszug von denen in Thai und in Englisch.
Ich kann das mal verlinken hier, da hatte ich mal einen Film gemacht über diese Krankenversicherungen. Da steht dann auch drin, euer Alter und alles, dass ihr also versichert seid. Auch in welcher Höhe sehe ich hier, und da ist, glaube ich, ein Minimum im Moment bei 400 oder 500.000 müsst ihr mindestens versichert sein. Also wie gesagt, eine inländische, internationale Versicherung kann das sein. Übrigens unter dem Film ist auch der Quellennachweis, dass ihr diese Krankenkasse oder Versicherung haben müsst. Das wäre das. Dann wollen die noch einen Mietvertrag haben von euch. Ich habe in dem Fall also die erste Seite kopiert. Und ich hatte da auch die ID-Karte von meinem Vermieter noch dabei, die habe ich kopiert. Dann wollen die eine einfache Skizze haben, wo ihr wohnt. Also braucht ihr nur einfach die Straße anzugeben, die Richtung und vielleicht ein Hauptmerkmal, ein Hotel oder sowas. Und dann die Einfahrt zu eurem Haus. Das wollen sie hier in Koh Samui auch haben. Dann kommt noch ein Schreiben dazu von eurem Vermieter, dass ihr euch auch angemeldet habt. Das müsst ihr dann auch noch dabei legen. Ja, und sollte ich was vergessen haben und einer der Kommentatoren hat neue Informationen, dann werde ich das dann hier unter dem Film, unter der Beschreibung nochmal reinbringen. So, ich habe also bei der Immigration für eine Aufenthaltsgenehmigung, wo ich nicht ins Ausland gehen kann und wieder zurückkommen kann, sondern ganz einfach 1900 Baht bezahlt. Wenn ich ausreisen bzw. einreisen möchte, ausreisen ist kein Problem, aber wieder reinzukommen, das ist das Problem. Da muss man wieder zur Immigration hingehen, da kriegt man einen Stempel rein und dann kann man dann auch einreisen. Wie gesagt, wenn ich noch was vergessen haben sollte oder kommt ein guter Hinweis von eurer Seite dazu, dann wird das dann unten unter dem Film dann nochmal aufgeführt. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Also wenn ihr sowas machen lasst bei einer Firma, könnt ihr also mindestens mit 10.000 Baht rechnen. Ich habe mal einen Kostenvoranschlag reingeholt. Diejenigen, die genügend Geld haben, die bezahlen 20.000 und die brauchen nur den Pass abzugeben. Die brauchen auch keinen Nachweis, wie ich gehört habe, über die 800.000. Da läuft das irgendwie. Also mit Geld bekommt man fast alles. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.